Ja, ich bin Rico Bogen, Profi-Triathlet, 25 Jahre alt und wir sind hier im schönen St. Moritz, weil ich mich auf die Saison vorbereite. St. Moritz, ja, einerseits ist ein schöner Ort und andererseits halt, weil es Höhentrainingslager ist, also liegt hier auf 1800 Meter. Im Ausdauersport ist so Höhenluft sehr gut, dass halt weniger Sauerstoff vorhanden ist und deswegen muss der Körper mehr anpassen. Und das Ziel ist halt, mehr rote Blutkörperchen zu bilden und dann halt in der flachen Ebene wieder stärkere Leistung bringen zu können. Als Kind habe ich Leichtathletik und Schwimmen so gemacht, aber schon sehr früh schwimmen gelernt. Also ich glaube, mit 3,5 Jahren habe ich schon mein Seepferdchen gemacht. Es war eigentlich immer so im Hinterkopf, dass Triathlon die andere Option ist, die für mich mehr Perspektive auch bietet. 2023, wo ich das erste Jahr eigentlich als Profi auf der Mitteldistanz gestartet bin, dass das schon sehr erfolgreich lief. Dass ich erst Anfang des Jahres in Kraichgau schon gewinnen konnte. Das war mein erster Profisieg, davor Patrick Lange, wo es schon so ein erstes Ausrufezeichen war. Und dann halt im August dann der Weltmeistertitel als Jüngster. Ich würde auch sagen, mein Wechsel zu Philipp Seib als Trainer war nochmal der nächste Schritt, der natürlich auch schon viel Erfahrung hat. Mit Laura hat auch schon einen Langdistanz-Weltmeistertitel, der bei mir noch offen ist. Ich bin Laura Philipp, ich bin 39 Jahre alt und Profi-Triathletin. Rico natürlich viel jünger noch. Obwohl er schon so tolle Erfolge auch hatte, ist er, glaube ich, schon in Bereichen, in die ich mich jetzt über Jahre reingearbeitet habe, vielleicht noch sehr unerfahren. Und ich glaube, das ist einfach super cool, dass man da ja, einfach so ein bisschen Ratgeber sein kann, ihn vielleicht einfach vor ein paar Sachen bewahren kann oder einfach mal schneller so eine Art Shortcut bieten kann. Gerade jetzt dann auch Richtung erste Langdistanz. Das ist natürlich wirklich so eine Sache, da zählt Erfahrung und die haben Philipp und ich wirklich über die Jahre angesammelt und haben da, denke ich, wirklich viel Wissen, wie man eine Langdistanz sehr gut absolvieren kann. Dass die Reifen entscheidend sind, war eigentlich auch so durch Philipp letztes Jahr, dass er mir gesagt hat, ich soll mal die Schwalbe-Reifen fahren. Ich wusste davor gar nicht so richtig, dass Reifen auch so viel ausmachen können, aber macht natürlich schon Sinn, dieser Rollwiderstand. Der Reifen ist ja das, was auf dem Asphalt ist, auf der Straße, die Verbindung mit der Straße. Deswegen freue ich mich da jetzt, dass ich mit Schwalbe da auch so einen schnellen Partner habe und wir waren ja auch schon im Headquarter da und konnten uns da die ganze Entwicklung anschauen und dass die sich auch wirklich aufs kleinste Detail testen, dass das alles schnelles Material ist. Wir befinden uns jetzt bei Schwalbe im Labor. Sämtliche Tests werden hier durchgeführt. Ja, erst einmal Langdistanz ist auf jeden Fall schon aufregend, schon Respekt vor der Distanz. Dieses Jahr habe ich halt mit meinem Trainer Philipp entschlossen, dass Challenge Rot da ein sehr cooler erster Wettkampf für eine Langdistanz wäre. Deswegen freue ich mich schon darauf. Ein Rot ist ein cooles Event, ist sehr viel los. Die Zuschauer sind schon sehr gut. Also wahrscheinlich schwer, das Rennen dann mit anderen Langdistanzen zu toppen. Es gibt nach Hawaii nur ein Rennen, das international so zählt und das ist Rot. Also der mediale Fokus ist 100% auf Rot. Man muss halt sehr geduldig sein und das ist, gerade wenn man jünger ist und einfach gerne raced, schwierig. Und das ist so ein bisschen das, was man an Gefühl entwickeln muss. Welches Tempo, welche Intensität werde ich über die Dauer schaffen können. Das Rennen entwickelt ab einem gewissen Punkt immer eine Eigendynamik. Das kann auf dem Rad schon sein, das kann aber auch erst auf der Laufstrecke sein.
Wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, aber dafür lebt man ja, um sich den Herausforderungen zu stellen. Rico hat bisher immer abgeliefert. Und jetzt wird es natürlich spannend, kann er es auch auf der Langdistanz.